Der Wind wet eisig über die verschneiten Hügel des Grenzlands, als Elias Zoom ersten Mal wieder das Dorf betrat. Es war Markzeit, der Einsamtag im Monat, und der einsame Holzfäller aus seiner Abgelegenen Hut im Wald hinabstieg, Wahrheit zu kaufen. Es sprach kaum ein Wort, grüßt niemanden und mir die Blicke der anderen. Die Leute kannten ihn, oder glaubten es zumindest. Der Stummy. Ries, nannten es ihn manchmal. Ein Mann, der mehr mighty den Bäumen redet als mighty Menschen. Doch niemand wusste wirklich, wer war, woher kam oder was in der Stillsuchte. Anders. Auf dem zentralen Platz hat sich ein Menschenmensch versammelt. Gedämpftes Murmeln, spottisches Gelächter und misstrauisches Flüstern lag in der Luft. Elias trat nahe. Inmitten der Mensch stand ein hochgewachsener, selbstsicherer Mann im reichen Mantel und durchdringendem Blick. Und neben ihm, im gesenktem Kopf, eine Frau in einem zerschlissenen Gewand. Ihr Gesicht war vollständig von einem dunklen Schleier verhüllt. Ihre Haltung war nicht trotzig, nicht stolz, sondern zerbrüchen. Ein Sonderangebot, meine Damen und Herren, rief der Mann höhnisch. Ein stumme Schönheit, gehorsam wie ein Hund. Wer bietet mehr? Es kocht, es naht, es redet nicht. Perfekt für Männer, die ruhig mögen. Elias zog sich zusammen. Kein einziger Muskel seines Gesichts regte sich. Doch innerlich begann etwas zu beben. Erinnerungen, die tief vergraben hat, und Verlust, und Demütigung, und seine Vergangenheit. Ohne ein Wort trat aus der Mensch hervor. Die anderen wiken zurück, als sein mächtig Gestalt durch es hinterschob. Sein Blick ruht auf der verhüllten Frau. Kein Widerstand in ihr, aber auch kein Leben. Es sah keine Rebellion, kein Flehen, nur Leer. Ergriffen seinen Gürtel, zog einen kleinen Beutel hervor und warf ihn dem Mann zu. Gold klimpert auf dem Boden. Es gehört dir, rief der Händler, überrascht und erfreut zugleich. Elias dreht sich zur Frau streckte ihr langsam die Hand entgegen. Sogend hob es den Kopf. Ein Moment, ein Horch von Hoffnung, oder war es nur Einbildung? Komm, sagte Elias rauer Stimme. Das einzige Wort, das in diesem Tag sprach. Und sich noch einmal Süßehen, führte aus der Mensch, hinaus aus dem Dorf, hinein in die Wälder, wo die Vergangenheit auf neue Wurzeln hoffte. Der Weg zurück in den Wald war lang und still. Nur das Nirschenire schritt auf dem Jefferinen Boden durchbrach die winterlich still. Der Wind trug den Duft von Kiefen und altem Moos durch die Luft, worin Schneeflocken wie vergessen Traum vom grauen Himmel fielen. Die Frau ging hinter Elias, den Kopf gesenkt, die Hand unter einem abgewetzten Umhang gefoltert. Der Schleier bedeckte noch immer ihr Gesicht, und es sprach kein Wort. Elias blickte kein einziges Mal zurück. War es gewohnt, allein zu gehen, doch dieses malhorte Schritt, die nicht sein wären. Es war ungewohnt, aber nicht störend. Es war anders. Nach Stunden des Marschs tauchte schließlich ein klein Holzhut aus dem Nebel auf. Es stand einsam zwischen jurelten Bäumen, umgeben von dichtem Wald. Ein winziger Garten, nun schneebedeckt, du Täten, das hier jemand lebte, jemand, der das einfach Leben gewollt hat. Oder wie leicht war etwas floh. Elias auf nicht die Tür. Der Innenraum war schlicht, aber gepflegt. Ein massiver Tisch, ein steinerner Kamin, ein Riegel voller handgeschnitzte Figuren, die geschickten Esalten, die niemand kannte. Du tätst auf einen Stuhl und machte sich darin, für zu Mädchen. Es setzte sich langsam. Noch immer sprach es nicht. Ihr Finger, dann wie Zweig, ruhten im Schoss. Elias reichte ihr ein Deck, und zumers ten Mal es direkten, oder zumindest ließ ihr Schleieres vermuten. Du bist sicher hier, sagte Elias ruhig, fast flüsternd. Niemand wird dich hier finden. Ein leises Nicken. Dann, wie ein Windhorch, eine Stimme. Warum hast du mich gekauft? Elias hielt in. Seine Hand, von gezeichnet, ruhten auf den Nähen. Blickte in das Feuer, als würde es ihm antworten. Weil ich jemanden sah, der nicht gehört, was man tat, antwortete schließlich. Und weil Schweigen mir vertraut ist. Die Frau sagte nichts mehr. Aber ihr Schultern, eben noch steif vor Angst, sanken leicht. Etwas in ihr Begen, sich zu lösen. Wie leicht war es das erste Zeichen von Vertrauen.
Wir legt euch nur Erschöpfung. In dieses ten nach schlief es im Kamin ein. Der Schleier war noch immer auf ihrem Gesicht. Doch als Elias kurz vor dem Einschlafen aufblickt, sah Hand und bemerkt, dass es zitterten. Nicht vor Kälte, sondern vor etwas viel tieferem. Der Winter im Grenzland war erbarmungslos. Schneesturm fegten über die Hügel. Der Wind rissen den alten Tannen, als weil aus der Erde reißen. In Elias hat herrschte still, ein andere Art von still, als kannte. Früher war es nur das Nisten des Halses im Ofen, das Summen des Winds, das Kratzen seines Messers beim Schnitzen. Jetzt war die Orch der Atem eines weiten Person. Lees, vorsichtig, fremd. Die Frau bewegt sich kaum. Es half beim Kochen, bracht Wasser vom Brunnen, doch es sprach wenn es notwendig war. Schleier war wie ein Child, denn es bleckt. Elias fragte nicht. War kein Mann der fragen. Doch beobachtet. Bewegungen waren geschult, wie die eine, die gelernt hat, zu gehorchen. Und doch lag in jeder Gest ein Horch von Wort, als sei es einst etwas anders gewesen. Etwas mehr. Eins morgens, als der Stumm draußen wittet, fand Dennis sich am Tisch wieder. Brot, warme Tee, geröstete Mais. Elias hat ein Holzstück in der Hand, das zu einer kleinen Schnitz. Es beobachtet ein while schweigend. Du bist anders als die Männer, die kannte, sagte es plötzlich. Elias hielt in. Es soll nicht direkten, aber sein Stimme war ruhig, ehrlich. Wie legt, weil selbst lange anders behandelt wird. Es schwieg, dann fragte es vorsichtig, warum lebst du hier allein? Ein tiefer Atemzug. Dann begann Elias zu sprechen, sogend, stockend, als auf eine TUA, die lange verschlossen war. Hat eine Family. Eine Frau. Ein Kind, sagte Es starben im Feuer. Das Dorf. Es glaubten, hat es verursacht. Bin geflohen, bever man mich hängen konnte. Die Wort hingen schwör in der Luft. Die Frau senkte den Kopf. Dann sagte Word verkauft, als 15 war. Mein Gesicht word verschliert, weil man sagte, sei zu schon. Zu gefährlich. Männer würden kämpfen, sich töten. Es hielt in. Elias nun doch zu in die Richtung ihrer Augen. Die war Schmerz. Und die war Wahrheit. Sie geben mir einen Namen, flüsterte es dürfte selbst nicht sagen. war nur. Besitz der Schleier zitterte leicht. Elias streckte die Hand nicht weg zu sehen, sondern einfach, sein Hand über zu legen. Ein Druck. Eine Forderung. Hier bist du nicht Besitz, sagte schlicht. Und in diesem Moment, klein, fast unbemerkt, begann etwas zu wachsen. Kein Vertrauen wie legt, aber ein winziger Spross davon. Und draußen heulte der Wind, als wollte die still wieder zerstören. Doch in der Hut blieb es warm. Der Wintersog sich sah dahin, doch die Tage wurden länger. Schneeflocken verwandelten sich langsam in Regen, und das erste Vogelgezwitscher kündigte einen fernen Frühlingen. In der Hut tief im Wald hat sich ein neuer Routine gebildet. Leis, vorsichtig, aber dennoch lebendig. Elias stand früh auf. Hackt die Hals, repariert das Dach, futterte die Hanna. Die Frau, noch immer menlos, bereitet den Tee, flickte Kleidung, las Altibutcher ausdem Regel. Words wischen innen waren selten, aber Blicke wurden häufiger. Gesten wurden weicher. Es war, als ob die still zwischen innen zu sprechen begonnen hat. Eins morgens fand Elias es auf der alten Bank vor der Hut. Der Schleier war wie immer auf ihrem Gesicht, doch es wirkte verändert, nicht mehr zerbrechlich, sondern wartend. Hat letzte Nacht einen Traum, begann es ließ, worin Elias sich neben es setzte. Stand in einem Tal, allein. Alles war grau. Doch dann hört jemanden meinen Namen rufen. Dreht mich aber die war niemand. Nur ein Spiegel. Und im Spiegel sah mich. Ein Schleier. Und sagte meinen Namen. Laut. Stolz. Mal, Elias sagte nichts. War tät. Erinnere mich nicht mehr an den Klein, flüsterte es aber weiß,
das mir gehört. Ein kalter Windzug streifte die Lichtung. Elias legte ich sein Jackem die Schultern. Dein Name ist nicht verloren, sagte ruhig. Wartet nur darauf, dass du ihn wieder findest. Wandte sich ihm zu, und zu mussten mal schien ihn ansehen zu wollen, wirklich ansehen. Hand zitterten leicht, dann, langsam, hab den Schleiern. Nicht ganz, nur ein Stück. Gerät so weit, dass Lippen sichtbar wurden. Blass, verletzlich, doch lebendig. Kannst du mir einen Namen geben? Fragte zögerlich. Elias blickte lange an. Dann sagte nur wenn du willst. Aber ein Name ist nicht etwas, das man einfach verteilt. Ein Name ist Erinnerung. Herkunft. Matt, nickte. Und senkte den Schleier wieder. In der folgenden Nacht konnte Elias nicht schlafen. Stand auf, ging hinaus in den dunklen Wald, ließ die Kälte über sich hinwegsehen. Als zurückkam, legte einen Gegenstand auf ihren Platz am Tisch, ein geschnitzte Holzfigur. Eine Frau, mit erhobenem Haupt, einem wehenden Schleier in der Hand und einem offenen Gesicht. In ihr Brust war ein Wort geritzt. Und Nila, als am nächsten Morgen aufwacht, nahm die Figur in die Hand, las den Namen und flüstert. Und Nila, und so mussten mal lächelt Der Frühling kam leis. Das Eis schmolz langsam von den Dächern, Vogelkörten in die Wipfel der Tannen zurück, und der Waldboden roch nach feuchter Erde und Hoffnung. Elias abetet wie immer im Freien, doch sein Blick wandert auf diese Tür der Hut, wo nun ein Frau namens Nila lebte. Seit die Morgen, und die den Namen Nila angenommen hat, schien etwas in ihr aufzublühen. Bewegungen waren freier, Stimme klarer. Trug den Schleier nur noch draußen, vor Fremden, sagte Elias wusste, das war kein Akt der Scham mehr, sondern der Entscheidung, der Selbstkontrolle. Hat Stimme zurückgelehnt, und damit ein Stück ihrer Seele. An einem sonnigen Nachmittag saßen auf einem Baumstamm, der wie ein natürliches Bank wirkte. Und Nila betrachtet die Riesige Weite des Walds. Dann sagte plötzlich, Ich will lernen, der axt am Zugehen. Elias runzelt die Stirn. Warum das? Lächelt. War immer Gemandes Besitz. Gemandes wer. Jetzt will etwas selbst schaffen. Etwas aus eigener Kraft. So ist wollte Elias beschützen, wie instinktiv. Doch dann erkannte dass Nila nicht gebrochen war, sondern entfesselt. Und so sagte wie man die axt halt, das Holz leist, den Schlag platziert. Ihr Arm zitterten nach wenigen Hieben, aber gab nicht auf. Immer wieder versuchte es, bis Hand wund waren. Nicht schlecht für den ersten Tag, murmelte Elias, während den Atem rang. Will mehr als nicht schlecht sein, kugte zurück. Will frei sein. In der folgenden Woche begann ein neues Kapitel. Und Nila abetet sie damit Elias, beim Jagen, beim Holzfällen, beim Reparieren des Zorns. Stellte Fragen, lernte schnell, und jedem Tag which der Schatten in ihren Augen ein wenig mehr zurück. Doch in der Dunkelheit lauert noch immer etwas. Einsamens, als der Wind dreht, saßen beim Feuer. Elias wollte gerade eine Geschichte aus seiner Kindheit erzählen, die sagte an Nila ließ. Glaub, suchen mich erhielten. Wer? Die Männer, die mich verkauften. Oder die mich zurückholen wollen. Wir legt mein, himmlische Verlobte ein eisiger Schauer Elias den Rücken hinab. Du bist jetzt hier. Und hier bist du sicher, sagte ruhig. Doch in seinem Innersten wusste die Vergangenheit ließ sich nicht fernhalten. Der Wald war groß, aber nicht unendlich. Und wo Gold, oder Besitz auf die im Spiel standen, folgte auf Blatt. Und Nila jedoch legte Hand auf sein. Bin keine Jeffen Jane mehr. Und word auch keine werden. Der erste Frühling hat den Schnee geschmolzen. Doch eines Morgens, als Elias wie gewohnt zum Bach ging, entdeckte frisch Spuren. Tief, breit, schwer. Es waren nicht die Abdruck von Tyrann. Es waren Männerstiefel. Drei Paar, und nicht sich nieder, betrachtet die Richtung. Kamen aus Norden, von der alten Handelsstraße.
Niemand wagte sich einfach so in diesen abgelegenen Teil des Walds. Es sei denn, es suchte etwas. Oder jemanden. Elias Curdy Sofort zur Hut Zurich. En Nila cockte gerät Haferbrei, ein kleines Lächeln spielte auf ihren Lippen. Doch das Lächeln verschwand, als es sein Gesicht sah, was es passiert. Wir bekommen besuch, es ihr Start. Sind es schon hier. Noch nicht. Aber es nahern sich. Es setzte sich. Dann begann ruhig zu sprechen, während es reglos zu hort. Erklärt, wie es sich vorbereiten würden. Es sagte einen versteckten Pfad, der zu einer Halle im Fels führte, ein Zufluchtsort, den vor Jahren entdeckt hat, als noch vor seiner eigenen Vergangenheit floh. Wenn es kommen, versteckst du dich dort, sagte ruhig, doch en Nila schüttelte den Kopf. Nein. En Nila, das ist kein Spiel. Dies Männer, wenn es dich finden, würden es Ich habe mich versteckt mein ganzes Leben lang, unterbrach es ihn. Stimme bebte. Ich habe zusehen, wie Männer über mein Leben entschieden haben. Wie es meinen Namen, meinen Körper, meine Zukunft nehmen. Ich würde mich nicht wieder verstecken. Elias wollte protestieren, aber dann sah ihren Blick, fest, klar, mutig. Verstand, dies Frau war nicht mehr die gleich wie Jane, die im Dorf gekauft hat. Es war en Nila. Und es war bereit, sich zu wehren. In den nächsten Tagen richteten es ein Fälle nach der anderen ein. Es spannten Draht, verbargen Schlingen zwischen Wurzeln, legten vollen aus, wie es nur trapetaten. En Nila lernte schnell, wie man einen Bogen spannt, wie man liest durch den Wald geht, wie man lorscht, obzweig brechen. Und dann, in der Nacht des dritten Tages, horten es Stimmen. Grob, trinkend, lachend Männerstimmen. Im Dunkeln leuchteten Fackeln auf. Die Männer kamen langsam nah, einer von ihnen rief laut. En Nila. Ich weiß, dass du dir bist. Du denkst, du kannst dich verstecken, aber du gehorchst mir. Du hast mir Gold gekostet, und ich hol mir mein Gold zurück. En Nila presst die Lippen zusammen. Elias legte die Hand auf die Schulter. Noch nicht, flüsterte Wort. Der erste Mann trat in die Falle. Ein Ziel schloss sich seinen Knuckel und zog kreischend in die Luft. Der zweite stolperte und schrie, als ein Scharfspitzer Boden sein Weit erwischt. Der dritte, der Entführer, blieb stehen. Wütend, keuchend. Du wirst es bereuen, hier, brüllte en Nila trat Schatten. Kein Schleier mehr. Kein Sorgen. Ich war wie leicht ein Besitz verjüg. Aber jetzt bin ich mein eigener Mensch. Der Mann hob sein Waff, doch bevor schießen konnte, erklang ein Schuss. Elias hat sein Gewehr auf gerichtet. Die Kugel traf in die Schulter. Ging zu Boden. Still, nur das Nisten der Fackeln blieb. En Nila trat nah. Augen blickten auf den verwundeten Mann, ihren Peinager. Doch in ihrem Gesicht lag kein Hass. Nur Entschlossenheit. Sag den anderen, dass ich tot bin. Oder dass ich nie existiert habe. Aber wenn du zurückkommst, wird ich dich nicht nur in der Schulter treffen. Der Wald war still, nachdem die Eindringlinge verschwunden waren. Die Männer, gebrochen durch Fallen, Wunden und Demütigung, hatten en Nilas Botschaft verstanden. Die Dunkelheit schluckte Fluch, während es sich zurückzogen, humpelnd und blutend. Doch in der Hut blieb das Licht lange an. Und in ihren Herzen ein Stamm. En Nila saß im Feuer, Hand ein dampfen Tasti gelegt, doch es zitterten. Elias trat ein, legte seinen Mantel ab und blickte es lange an. Du hast getten, was ich niemals erwartet hat, sagte Elias. Du bist ihnen entgegengetreten. Ich must, flüsterte es Verjed schweigen. Verjed nacht, in der ich nicht wusst, ob ich den Morgen erleb. Ich must. Elias setzte sich neben es Schulten beruhten sich kaum möglich, doch das reichte. Es war keine Großgest, keine Umarmung. Nur nahe. Warm. Verstehen. In den nächsten Tagen könnte ein angewohnt Ruhein. Der Frühling drang sich nun deutlich durch die Baum. Knospen sprangen auf, Vogel bohrten Nester,
Und das liegt in der Hut war heller als je zuvor. Doch in dieser Helligkeit wuchs auch etwas anders, eine Entscheidung. Ein Nila spürte es zuerst. Ein Stimme in ihr. Etwas, das flüstert. Jetzt ist es in der Zeit, eins Morgens, als Elias die Segen versorgte, trat es aus der Tür, in einfacher, aber sober Kleidung. Ihr Haar war geflochten, die Stirn hoch erhoben. Ich muss weg, sagte es Elias erstarrt. Was meinst du? Ich will nicht fliehen. Und ich will dich nicht verlassen. Aber ich will wissen, wer ich bin. Jenseits dieser Hut. Jenseits deiner schützenden Arm. Schaut es langeren. In seinen Augen kämpften Emotionen. Verlust, Stolz, Schmerz. Schließlich nickte Du gehst nicht weg von mir. Du gehst zu dir lächel traurig. Wirst du auf mich warten. Ich habe den Winter überlebt, en Nila. Ich word auch den Sommer überstehen, so verabschiedet es sich. Kein Kuss. Kein Drama. Nur ein langer Blick, ein Händedruck, der mehr sagte als Wort. Ich sehe dich. Ich glaube dich. En Nila wandert durch den Wald, den weiter Richtung Süden, zu alten Dörfern, zu Orten, wo es vielleicht Hinweise auf Herkunft finden konnte. Wer war es Bewer es wer word? Had es Eltern, ein Volk, einen Namen vor dem Namen. Die Welt war nicht freundlich. Doch es war vorbereitet. Es trug ein Messer bei sich, und vor allem, es trug Geschichte. Eine Stimme. Eine Freiheit. Und Elias? Blieb in der Hut. Tag für Tag ging es seinen Aufgaben nach. Repariert den Zorn. Hack die Holes. Kochte zu viel Tee. Doch jeden Abend, wenn die Sonne unterging, saß auf der Bank vor dem Haus und blickte in die Fern. Dorthin, wo der Wald entdeht. Und flüstert. Komm zurück, wenn du bereit bist. Die Tage wurden länger. Die Nächte milder. En Nila war nun seit Wochen unterwegs. Fast kannten den Stor bolteweg. Augen die Gesichter der Fremden. Es hat geschlafen in schönen, unter Bäumen, in alten Hütten und sogar in einer Kirche. Jeder Ort brachte ein kleines Puzzlestück ihrer Vergangenheit zurück. In einem kleinen Dorf, nahe der Grenze zum Lakota-Gebiet, begegnet es einer alten Frau mit einem Tätowierungsmuster auf der Hand. Ein Muster, dessen Nila seit ihrer Kindheit in Träumen gesehen hat. Sitten zeigte es der Frau ein ähnliches Zeichen auf ihrer Schulter. Die alte erkannte sofort. Du gehorst zu den Lakota vom Stamm der stillen Wind, sagte es Du wurdest vor Jahren entführt. Es gab ein Feuer. Wir starben. Man glaubte, du seist. En Nila war sprachlos. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Die Frau nahm ihre Hand, führte es in eine Hut und zeigte ihr ein Deck. Dieselben Muster, dieselben Farben, die es aus ihren Träumen kannte. En Nila erkannte, das war ihre Familie. Ihr Wurzeln. Doch statt Trost empfand es ein seltsam Leer. Was ist los, Kind? Fragte die Frau. En Nila blickte aus dem Fenster, wo der Wind durch die Bäume zog. Stimme war leis. Ich weiß jetzt, wo ich herkomme. Aber ich weiß nicht mehr, wohin ich gehe. Denn in ihren Gedanken war Elias. Sein Blick. Sein ruhige Stimme. Die Art, wie ich sagte, was es tanzelte, sondern ich zutraut, selbst zu entscheiden. Der Mann, der es nicht gesamt hat, sondern wachsen ließ. Am nächsten Morgen packte es erkennen. Die Alte wollte es aufhalten, doch en Nila schüttelte den Kopf. Danke. Ich hab mir mein Vergangenheit zurückgegeben. Aber mein Zukunft ist woanders. Es machte sich auf den Rückweg. Durch Schluchten, über Hügel, durch Nebelwälder und Regen. Und mit jedem Schritt kam Ziel mehr zur Ruhe. Es war nicht mehr die geflohen war. Und dort nicht die sich versteckt hat. Es war en Nila, Tochter der stillen Wind, Frau des Walds, frei Ziel. Währenddessen war Elias. Sprach nicht darüber. Nicht mit sich selbst, nicht mit den Tieren, nicht mit dem Wind. Doch jeden Abend setzte sich auf dieselbe Bank. Roch sein Pfeif, trank aus demselben Becher. Den zweiten ließ immer leer, aber bereit, manchmal glaubte Schritt zu hören.
manchmal flackert das Licht in der Fern. Doch niemand kam. Und dann, am Abend eines kühlen Frühsommertages, trat ein Gestalt aus dem Schatten. Storbige Kleidung, windverwetztes Haar und Augen, die wie Bernstein glühten. Elias stand auf. Start. Glaubte zu träumen. Und Nila lächelt. Du wurdest wirklich immer noch auf mich. Trat nah, beruht vorsichtig wange. Ich habe nie aufgehört, lack leis. Ich habe mein Vergangenheit gefunden. Aber mein Heimat, bist du und nahm Hand. Zumers ten Mal sieht wochen sprache kein einziges Wort. Must nicht. Als war die in diesem Blick, in diesem Moment, in ihrer Rückkehr. Die Rückkehr und Nilas bracht ein neues Stil in die Hut. Doch es war keine Leer. Es war ein Ruhe, wie es einer entsteht, wenn zwei Seelen endlich wieder zueinander gefunden haben. Der Wind klang weicher, das Feuer nistet leiser. Selbst die Tiere im Wald schienen Schritten den Herzschlag dieser beiden Menschen anzupassen. Und Nila hat sich verändert. Bewegungen waren sicher. Blick ruhig und tief. Es sprach wenig über Reis, aber Elias wusste, dass es Antworten gefunden hat. Nicht all, aber genug. Und es war zurückgekommen, das war alles, was sollte. Ich bin nicht mehr dieselbe Frau, die du geheiratet hast, sagte es einzubens, während es gemeinsam Holzbretter schnitzten. Ich weiß, erwiderte Elias und hob den Kopf. Aber du bist die Frau, die ich lieb. Und die ich heiraten wird, wenn ich konnte. Ein Lächeln sagte über an Nilas Lippen, doch dann wird sie ernst. Wir sollten wir das wirklich tun. Nochmal. Diesmal nicht als Rettung, sondern als Entscheidung. Am nächsten Tag machten es sich auf den Weg zur lichtigen Fluss, dem Ort, wo Elias es zum ersten Mal frei sprechen hört. Und Nila hat ein einfaches weißes Kleid angelegt, das es aus Leinen selbst genäht hat. Elias trug sein bestes Hemd, das jahrelang nur zu besonderen Anlässen getragen hat. Bisher hat es nie einen echten Anlass gegeben. Es standen sich gegenüber, allein in der Wildnis, umgeben vom Gesang der Vogel und dem Rauschen des Wassers. Es war keine große Zeremonie, keine Gast, kein Priester, nur es beide, der Himmel über ihnen und das Versprechen in ihren Herzen. Und Nila legte eine Hand auf sein Brust. Ich schwor, bei den Wurzeln meiner Herkunft, bei dem Schmerz, den ich jubelt habe, und bei der Freiheit, die ich gefunden habe, dass ich bei dir bleibe. Nicht aus Angst, nicht aus Dankbarkeit, sondern aus Liebe. Elias Stimme war rau, als antwortet, und ich schwor, dich zu sehen, auch wenn du dich selbst nicht erkennst. Dich zu halten, wenn die Welt dich fallen lässt, und dich gehen zu lassen, wenn du es brauchst, aber nie aufzugeben, und dich zu glauben, dann beruhten sich Sternen. Ein Moment voller Ehrlichkeit, voller Menschlichkeit. An diesem Abend entzündeten es ein großes Feuer vor der Hut. Es essen einfaches Brot, tranken selbst gebraten Apfelwein und lachten über nichts und alles. Und Nila erzählt Geschichten aus ihrer Kindheit, brachtstackhaft, und Elias hört zu, als wären es Legenden aus alten Zeiten. Als der Himmel sich die Sternen füllte, nahm Elias ein klein Kiste aus dem Inneren der Hut. Darin lag ein Amulett, geschnitzt aus einem Stück Holz, in das ein Zeichen eingraviert war, zwei verschlungene Linien, die sich nicht trennten. Ich habe es für dich gemacht, sagte Jeden Tag, sieht du fortwärst. Und Nila nahm es sittenden Fingern entgegen. Ihre Augen füllten sich die Tränen. Ich habe euch etwas für dich. Es halt aus ihrer Tasche einen kleinen Stein, glatt, rund, schwarz, in den ebenfalls ein Zeichen geritzt war, ein Wind, der durch die Berge sieht. Es stammt aus meiner Heimat, sagte es Ich habe ihn mitgenommen, weil ich wusste, dass ich ihn jemandem schenken würde, der mich wirklich sieht. Es tauschten die Geschenk, und damit nicht nur Objekt, sondern ganz Welten. Die Monat nach dem Schwervergingen wie in einem anderen Takt. Die Welt dreht sich weiter, doch in der kleinen Hut am Rande des Walds, wo einst ein einsamer Holzfäller lebte, war eine neue Welt entstanden. Eine Welt, in der still nicht Einsamkeit bedeutet, sondern Frieden. Eine Welt, in der zwei Seelen, gesegnet von Wollust und such, einander Heimat geworden wären.
Nila und Elias hatten sich bewusst für ein Leben abseits der Lorten Stadie entschieden. Sie tauschten Hulls gegen Lebensmittel, halten Tier, Hafen wandern, die sich verrät hatten, und lehrten einander jeden Tag, wie lieb in Taten gesprochen word. Eins Morgens, als die Sonne noch flatsch über den Boden strich, weckte Nila Elias mit einem ungewöhnlich ernsten Blick. Sie hielt seine Hand, legte sie sanft auf ihren Bauch und sagte leis: Elias, ich glaub, wir werden bald nicht mehr nur süß weit sein. Sein Blick ward weich. Dan lächelt nicht breit, nicht laut, sondern diese Cheffen, ehrlichen Freude, die nur jemandem findet, der viel Jahre allein gelebt hat und nun erkennt, das Leben hat noch mehr zugeben, Asterisk. Die Monat der Schwangerschaft waren nicht einfach. Nila word schwacher, weil manchmal das Gleichgewicht, hat Albtraum, in denen sie sich wieder in Schnee und kalte Wolle. Doch Elias war die immer. Alas aus alten Butchen vor, bracht Wildblumen, sang Lieder in eines Brech, die selbst öffnet. Und als das kein kam, unter dem alten Birkenbaum, wo sich einst das erste Mal nahe waren, war es still. Kein Schrei, kein Weinen, nur Atem. Ein langsames, zartes Atmen. Ein Mädchen. Schwarz Haare. Augen wie dunkler Honig. Und ein Gesicht, das Elias ehrfurcht betrachtet. Erst, wie du, flüsterte und doch mehr, flüsterte Nila. Sie ist unser neues Leben, sie nannten Szene, was in der Sprech der stillen Wind Hoffnung bedeutet. Die Jahre Virgingen. Szene wuchs auf in einer Welt voller Geschichten. Wetterschnitts klein Tier aus Holz. Mutter sagte wie man auf die Natur hort, nicht nur den Ohren, sondern dem Hasen. Manchmal kamen fremde vorbei, horten von der Frau der verborgenen Vergangenheit und dem Mann den stillen Augen. Manche glaubten, es seien nur Legenden. Doch where sie traf, spürte etwas Echtes. Ein Wurm, die sich nicht erklären ließ. Benz, als 7 Jahre alt war, saßen sie zudrüben für. Die Stirn funkelten über innen, und sie fragte Mama, warum hast du früher dein Gesicht versteckt? Nila lächelt. Dann beugte sie sich zu ihrer Tochter hinunter, nahm ihr Gesicht in die Hand und sagte, weil ich glaubte, dass ich nur Schatten bin. Aber dein Wetter hat mich daran erinnert, dass Ort Schatten vom Licht kommen, Szene nickte. Und dann sagte sie etwas, dass Elias die Tränen in die Augen trieb. Dann will ich ortlich sein. Für dir, die im Schatten. In dieser Nacht schliefen sie aneinander gekuschelt ein, Elias, Nila und Szene. Und draußen rauschte der Wind durch die Baum. Nicht traurig, nicht einsam, sondern wie ein Leid über Lieb, über Matt. Und über ein neues Leben, das aus Schmerz geboren wird, und in Frieden endet. IND.